Mein Name ist Barbara Cronenberg, ich bin Autorin und Regisseurin und habe als solche den Film Mission Olja Funk gemacht. Drei ist schwierig, aber ich würde es mal so sagen: Religion versus Wissenschaft, Roadmovie und schräger Humor. Also in Mission Olja Funk geht es um Olja Funk, ein 12-jähriges Mädchen, die sich auf die Reise nach Weißrussland macht, weil sie herausgefunden hat, dass dort ein Kleinstasteroid einschlagen wird, also als Meteorit niederkommen wird. Und dazu heuert sie einen Jungen aus ihrer Klasse an, der eigentlich nichts kann, aber Autofahren. Und die beiden machen sich auf die Reise dorthin und verfolgt werden sie dabei von der ganzen Familie von Olja und der halben Gemeinde. Zum einen ist es so, dass meine Familie ähm, selbst gläubig ist und ich dann einfach schon von meiner Kindheit an diese Konflikte kenne, die in einer Familie einhergehen können, wenn es um Religion geht. Jetzt sind wir aber katholisch und durch meine Schwägerin, die Russlanddeutsche ist und deren Familie ist auch, oder in deren Verwandtschaft ist Freikirchler gibt, bin ich eigentlich so dazu gekommen, diese beiden Geschichten oder diese beiden Sachen miteinander zu verweben. Also es ist so, dass das für Ulja eigentlich alltäglich ist, der Glaube, den es in der Familie gibt, also der vor allen Dingen von Oma Olga repräsentiert wird, also von ihrer Großmutter. Es kommt dort aber nicht ständig zu großen Auseinandersetzungen. Also man kämpft nicht jeden Tag einen Kampf darum, sondern es eskaliert eigentlich in dem Moment, wo der Film beginnt. Ja. Insofern gehört der Konflikt, glaube ich, schon zu ihrem alltäglichen Leben, ohne dass er jeden Tag thematisiert wird. Also es geht für mich in dem Film auch stark darum, wie können wir miteinander leben, obwohl wir komplett unterschiedlich sind und unterschiedliche Auffassungen haben oder unterschiedliche Interessen, und wie kann man einen gemeinsamen Weg finden, obwohl man eigentlich unterschiedliche Dinge will. Wir haben halt versucht, sehr intensiv zu casten und haben das, glaube ich, auch gemacht. Und es ist, glaube ich, natürlich überhaupt nicht leicht, also die richtigen Darsteller zu finden für einen Kinderfilm, weil es natürlich auf der einen Seite gibt es die Vorstellung, die man immer im Kopf hatte, auf der anderen Seite sind Kinder ja nicht in dem Maße ausgebildet wie Erwachsene, beziehungsweise ähm, ist es für die ja auch beim Drehen noch ein viel größerer Lernprozess als jetzt für erwachsene Schauspieler. Und da muss man dann natürlich nicht nur ein Kind oder Kinder finden, die von ihrer Persönlichkeit her und auf die Rolle passen, sondern eben auch in der Lage sind, so einen Dreh zu stemmen. Insofern haben wir das schon versucht, sehr, sehr gewissenhaft durchzuführen und sind auch total glücklich mit unserem Kindercast und auch mit dem Erwachsenencast natürlich. Corona hat uns für eine ganze Weile lahmgelegt. Also wir hatten eigentlich nur noch eine knappe Woche zu drehen am Ende März. Da kam dann irgendwie der Lockdown. Wir sind quasi überstürzt aus Polen abgereist, konnten da Gott sei Dank noch unseren letzten Drehtag zu Ende bringen und haben dann bis Ende Juni warten müssen, bis wir den Film zu Ende drehen konnten. Das hat natürlich Auswirkungen zum einen auf die Kinder, die sich verändern in der Zeit, in 3 Monaten. Und wir hatten ja sowieso im Herbst schon angefangen zu drehen und hatten bedingt durch Weihnachten und so weiter nochmal eine Pause vorher schon. Dann ändert sich die ganze Landschaft ja und wir mussten vor allen Dingen noch Fahrszenen drehen, sodass wir dann die letzten Fahrszenen ohne Schauspieler auch erst jetzt im November gedreht haben oder drehen konnten. Aber auch die Postproduktion ist halt, glaube ich, sehr anders abgelaufen als sonst. Also dadurch, dass wir über 3 Länder produziert haben, hat sich natürlich auch die Postproduktion auf 3 Länder aufgeteilt und Reisen zwischen diesen Ländern, jetzt insbesondere für mich, ist natürlich auch schwieriger geworden. Schöne Grüße aus Bochum in den Rest der Welt. Leider sehen wir uns dieses Jahr nicht persönlich auf der Berlinale, zumindest jetzt im Winter nicht. Ich hoffe aber, dass das im Juni nachgeholt wird und wünsche trotzdem allen, die in irgendeiner Form an der Berlinale teilnehmen können, ein schönes Erlebnis und tolle Filme.